Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinale der Soccercoin-Europameisterschaft 2020. Heute darf ich wieder begrüßen in unserem Studio René Hobeck, unserem Soccercoin-TV-Experten. Hallo. Servus Marcel, wie immer eine Freude hier sein zu dürfen. Ja, wir sind jetzt schon im Achtelfinale angelangt bei unserer Europameisterschaft. Was sagst du jetzt bis dahin? Wie war dein Gefühl jetzt von dieser Europameisterschaft? Ja, an und für sich ein gutes. Viele Spiele dabei, die sehr überraschend waren. Das Favoritensterben hat kein Ende genommen, sage ich mal. Hochkaräter sind rausgeflogen, andere haben sich, kleinere Länder haben sich dafür dann wieder ins rechte Licht rücken können und haben für Überraschungen gesorgt. Alles in allem würde ich sagen, attraktive Europameisterschaft bis zu diesem Zeitpunkt, aber jetzt geht es ans Eingemachte erst richtig. Ja, kommen wir mal zu den qualifizierten Achtelfinalmannschaften. Wir werden auch jetzt mit unseren Pflänzchen da, mit den Fahnen, etwas spielen. Und zwar, du hast jetzt die Ehre, diejenigen Mannschaften rauszupflücken, die ausgeschieden sind. Fangen wir mal in der Gruppe A an, was die erste Überraschung auf alle Fälle war. Für die Waliser. Die Waliser sind auf alle Fälle in der ersten Gruppe gleich ausgeschieden. Und René, du darfst jetzt die Fahne suchen und sie aus dem Topf nehmen. Dann lacht mich doch gleich der walisische Drache an. Richtig. Leider Gottes. Auf Wiedersehen. Richtig. Ja, dann kommen wir zur zweiten Gruppe auf alle Fälle. In der zweiten Gruppe war es jetzt nicht so überraschend für alle, weil da ist Finnland ausgeschieden. Dänemark ist als Lucky Loser weitergekommen, so wie in der Gruppe A die Türkei. Jetzt darfst du die Flagge Finnland suchen. Die Finnen, da sind sie doch. Richtig, die blau-weiße. Schöne Flagge, aber leider auch nicht mehr. Ist auch leider draußen, richtig. In Gruppe C sind zwei Mannschaften ausgeschieden. Auch eine Überraschung auf jeden Fall. Also das erste Mal darfst du die Ukraine rausnehmen aus dem Topf. Die sind als Dritter nicht weitergekommen aufgrund der 2 Punkte, die sie nur geholt haben. Könnte man mit der Vienna verwechseln, blau-gelb, aber nein, die Ukraine leider auch aus dem Turnier draußen. Ja, und der 4. Platz der Gruppe C war auf jeden Fall sehr, sehr überraschend. Das war die Niederlande. Die Niederlande, wo wir beim Thema Favoritensterben waren. Für mich persönlich, ich mag die Niederländer, spielen einen guten Fußball, deswegen schmerzt es umso mehr. Ja, und wo sind sie denn? Wo sind sie denn, die Niederländer? Das ist die große Frage jetzt. Ich glaube ganz vorne rechts bei der Schweiz. Hinter der Schweiz? Na, neben Belgien, glaube ich. Da, mit drin. Da ist sie. Richtig, da ist die Holland-Fahne. Ja, in Gruppe D ist wieder nur eine Mannschaft ausgeschieden. Nächster Favorit auf einen Titel, also aufs Weiterkommen auf jeden Fall. Das ist England. Ja, du hast eigentlich jetzt schon Titelfavorit gesagt. Auch hier für mich Football is coming home, dieses Jahr leider nicht. Football is going out, ist eher die richtige Redewendung hier. Ja, kommen wir mal zur Gruppe E. In Gruppe E ist wieder nur eine Mannschaft ausgeschieden. Das war relativ klar, dass sie ausscheiden werden mit nur einem Punkt, den sie geholt haben, die Schweden. Ja, gut, ohne Ibrahimovic. No Ibrahimovic, no Party. Es war uns eine Ehre. Schweden auch draußen. Ja, und jetzt kommen wir in die Gruppe F, wo es sehr, sehr interessant war, das Ausscheiden. Als erstes Mal Rumänien auf dem 4. Platz, die ausgeschieden sind, mit nur einem Punkt, ganz, ganz klar. Rumänien draußen. Ja. Genau, das ist die rumänische Flagge. Die darf auch weg. Das war wenig verwunderlich, aber jetzt kommt Mannschaft. die zweite Mannschaft. Die sind nicht weitergekommen aufgrund bekommenen Tore. Zu wenig Tore geschossen und zu viele bekommen. Das ist Deutschland. Eigentlich ein Wahnsinn, ja, ein bisschen natürlich ein Schmunzeln unter Anführungszeichen der Österreicher, dass der große Bruder hier jetzt mal wieder ausscheidet. Allerdings, man muss jetzt festhalten, Weltmeisterschaft wirklich kläglich versagt, Europameisterschaft wieder noch einmal kläglich versagt. Ja. Jetzt wird es wirklich einmal Zeit für einen kompletten Umschwung in der Truppe vom Jogi Löw anscheinend. Leider Gottes, Deutschland, ade. Das waren jetzt alle Mannschaften, die jetzt ausgeschieden sind. Und bevor wir jetzt zu den ersten Partien kommen des heutigen Achtelfinalspieltags, sind 2 Partien heute. Die erste Partie heißt Schweiz gegen Russland und die zweite Partie heißt Italien gegen Nordirland. Die 2 Achtelfinalspiele haben wir heute. Auf
das zweite freuen wir uns besonders bei den Mit den Nordiren. Nordiren, ja. Nordirland kennen wir schon. Vorerst, bevor wir jetzt anfangen mit den Highlights, darf ich noch einen Special Guest bei uns begrüßen. Der wird jetzt nochmal die Gruppenphase zusammenfassend erklären und seine Expertenmeinung abgeben. Ja, ich darf mich freuen, hier zu begrüßen Herbert Prohaska. Ja, ich melde mich hier jetzt aus dem sogenannten Prohaska-Studio und wir haben jetzt die Gruppenphase hinter uns und wollen das jetzt eigentlich diese 6 Gruppen analysieren. Und ich würde sagen, es hat ja Sensationen gegeben in den diversen Gruppen. Ich würde sagen, in der Gruppe A ist es eher sehr ausgeglichen gewesen und eher normal. Die Italiener haben mit 5 Punkten die Gruppe gewonnen. Schweiz, Türkei, die konnte man auf den 2. Platz setzen. Die Schweiz hat sich durchgesetzt. Gruppe B, muss man sagen, auch der Favorit für mich wäre auch hier Belgien gewesen, hat sich durchgesetzt. 7 Punkte, die Russen an 2. Stelle, okay. Finnland hat sich gut geschlagen, überhaupt das erste Mal dabei bei einer Euro und zumindest 3 Punkte gemacht. In der Gruppe C gibt es natürlich 2 Sensationen. Die eine ist, erfreulich natürlich für uns Österreicher, die Österreicher haben sich mit 9 Punkten, mit dem Punkte-Maximum qualifiziert, was übrigens nur Österreich gelungen ist, von allen Gruppen. Das ist mehr als eine Sensation. Aber die große Blamage ist natürlich für die Niederlande, die sich eigentlich auch als eines der Gastgeberländer nur mit 1 Punkt aus dem Turnier verabschieden. In der Gruppe D, muss man sagen, gibt es natürlich gleich nach den Holländern die nächste Sensation. Zum einen beachtlich, die Norweger haben sich durchgesetzt mit 7 Punkten vor den Kroaten. Ich hätte es eher umgekehrt erwartet, aber okay, beide sind weiter. Die Engländer tun es den Holländern gleich, auch nur mit 1 Punkt. Ein Wahnsinn für dieses große Fußballland, dass die schon nur mit 1 Punkt ohne Sieg nach Hause fahren. In der Gruppe E, würde ich sagen, ist die Sensation, die kleine Sensation, dass Irland sich mit 7 Punkten an die 1. Stelle gesetzt hat. Die Spanier, die für mich der große Favorit in dieser Gruppe waren, trotzdem Zweiter. Und ja, Polen und Schweden mussten ja eigentlich in dieser Gruppe die Außenseiterrolle einnehmen und sind beide leider ausgeschieden. Und jetzt kommen wir natürlich zur Gruppe F. Vielleicht wird sich der eine oder andere in Österreich ein bisschen freuen. Deutschland ist ausgeschieden. Das ist eine Riesensensation. Allerdings, was man den Deutschen gut schreiben muss, ist natürlich, das war vielleicht die allerschwerste Gruppe, denn mit Portugal ist der regierende Europameister da drinnen gewesen, mit Frankreich der Weltmeister. Und deswegen würde ich sagen, man wird in Deutschland von der Schande sprechen, aber für mich ist es die nicht, denn natürlich kann man gegen solche Kaliber ausscheiden, aber eine Sensation ist es allemal. So gesehen freuen wir uns jetzt auf die Achtelfinalspiele, denn die werden 100%ig total spannend und wir Österreicher fiebern natürlich entgegen. Ich denke einmal von unseren 8 Millionen oder 8,5 Millionen Einwohnern wird kaum jemand auf der Straße sein und alle vor den Geräten sitzen und sich diese Spiele anzuschauen. Und jetzt gebe ich zurück in unser Soccercoin TV Studio. Vielen Dank, Herbert, für deine Analyse. Ja, kommen wir zur ersten Partie des Achtelfinales hier in der Europameisterschaft, das heißt Schweiz gegen Russland. Was ist dein Tipp oder was glaubst du, wer kann sich durchsetzen hier? Sehr ausgeglichene Partie. Schweizer waren allerdings etwas glücklich, genauso wie die Russen, aber auch, dass sie tatsächlich jetzt dann weitergekommen sind. Duell auf Augenhöhe. Unentschieden, ich würde meinen, ganz leichte Vorteile sogar bei den Russen eventuell. Okay, ja, beide haben ja 4 Punkte geholt in der Gruppenphase, also kann man eigentlich ausgeglichen sagen, weil beide gleich 4 Punkte geholt haben. Mein persönlicher Tipp ist jetzt, dass ich glaube, dass sich die Schweiz durchsetzen wird. Die Schweiz war ziemlich stark in der Gruppenphase, aber wir werden es jetzt gleich sehen bei der Analyse und ich würde sagen, dass wir gleich mal reinstarten auf die ersten Highlights.
Ja, jetzt haben wir die Aufstellungen dazu. Die Schweiz spielt ein 5-2-1-2, also ziemlich defensiv aufgestellt auf alle Fälle. Die Namen kennen wir jetzt schon alle ziemlich gut. Ja, na klar. Shaqiri, einen schönen Treffer gemacht auf alle Fälle in der Gruppenphase schon. Shaqiri spielt auch heute wieder als Zehner, Embolo der junge Stürmer vorne und Xhaka als Sechser im Mittelfeld. Ja, auf der Gegenseite die Russen mit einem 4-2-3-1, also Eindeutig offensiver, wenn man so etwas möchte. offensiver aufgestellt auf jeden Aber Fall. 2 Sechser. Mit 2 Sechsern, ja. Cheryshev als Zehner, auch interessant aufgestellt, aber schauen wir mal, wie die Partie ausgehen wird. Es geht los. Der Respekt dürfte groß sein von Anstoß. den Schweizern. Und die Erste Russen Chance kommen schon. Für Russland, sagen wir gleich mit der tollen Parade. Traumparade. 36. Muss Minute eingreifen. hier. Jedes Mal eine Freude, Cherchesev zu sehen. Ja, gute erste Chance, hat jetzt etwas gedauert, wir sind nämlich in der 36. Minute schon, aber gleich der Wahnsinn, Eckball okay. hinten nach jetzt. Wieder die Russen, Oh, kein Foul, wieder schön gespielt. Nächster Schussversuch, aber Ja, gut, aber die Russen starten gut in dieses Achtelfinale rein, die wollen ja, unbedingt so ein weiterkommen. bisschen, wie ich es erwartet habe. Vor allem nach der Aufstellung, Fünferkette bei den Schweizern, der Respekt dürfte wirklich groß sein. Aber da kommen sie, Rodriguez. Rodriguez jetzt mit der ersten Flanke für die Schweiz, gut leider abgefangen. nichts. Jetzt sind wir in der zweiten Halbzeit. Hälfte und die Schweiz Guter kommt. Pass. Den kann er schon mal machen. Sollte er machen. Ja. Seferovic als Sturmspitze mit dem Polo zu zweit, also Problem, er steht quasi am 11er-Punkt und schießt aber mittig. Das darf nicht passieren. ja, als Stürmer, so ein guter Stürmer bei der Schweiz. Aber jetzt kommen die Russen wieder mit der nächsten Chance. Ein Versuch, aber dafür ist Sommer zu routiniert, zu gut. Wieder die Russen. Die Das spielen schaut aber gut, gut aus jetzt. schön. Das schaut gut aus. Golovin, ja, Gerade mit noch. nix. Wieder. Wieder Russland, also es spielt hauptsächlich Russland. Juba jetzt. Es sind nur noch 7 Minuten. Aber und jetzt. kommt Aber der jetzt, da ist es. kleine Sweat in die Mitte, wie man es so schön nennt. Ja. Und es steht 1:0 für Russland in der 84. Spielminute. FIFA-Spieler hassen diesen Querpass vom Tor. Richtig. Aber es zählt nur das Tor und um das geht es hier. Ja, schön gesehen in der Mitte auf alle Fälle, da kann der Tormann dann nicht. Ja, verdient, oder? Ganz verdient, ja, bis jetzt die Russen nur wirklich gespielt nach vorne. Ich freue mich, dass ich heute anscheinend wieder mal ein bisschen besser liege mit meinen Prognosen. Ja, jetzt führen die Russen. 84. Minute. Ist für Schweiz noch was drinnen oder eher weniger? Ja, sie müssen jetzt all in gehen, wie es so schön heißt. Schauen wir mal, ob sie das tun können. Ja, es sind in Aber der sie kommen. 89. Jetzt kommt die Schweiz nochmal nach vorne. Ja, schön über die Flanke. Schön auf Akanji die Flanke, Das- gut abgewehrt. Zu schwach von den Schweizern. So ist es. Wieder Flanke die- von Shaqiri. Flanke hinein, da kommt einer mit Direkt. Direktabnahme abgeblockt. Er hätte gefährlich werden können. ohne Ja, Abblock. meiner Meinung nach wäre der drin gewesen, wäre der Verteidiger nicht im Weg Xhaka, gestanden. der hat einen guten Schuss, aber Absolut. nicht gut getroffen, genau in den Kopf getroffen. Sehr, Unfreiwillige sehr Abwehr, lustig. glaube ich hier. Jetzt kommt die nächste Letzte Ecke. Chance, ne? Ja, es ist nicht mehr lang Zeit, jetzt den Ausgleich zu machen. Vielleicht für die Verlängerung noch, aber da wird auch nicht wirklich was draus. Oder jetzt vielleicht doch. Ja, das ist nicht so gut, der hohe Laufpass da. Nochmal nach Letzte vorne. Chance. Und das Das wird wieder gewesen sein geklärt. für die Schweiz hier in dieser Europameisterschaft. Ja, das dürfte es gewesen sein. Badeschluss, Schiedsrichter. Ja, jetzt pfeift er ab. Schweiz ist draußen. Die erste Mannschaft, die hier ausscheidet in diesem Achtelfinale. Überraschend oder eher weniger? Ja, wie vor dem Match schon gesagt, ich persönlich habe leichte Vorteile bei den Russen gesehen, weil wir die Schweizer in der Gruppenphase, du hast zwar, ja, richtigerweise gesagt, 4 Punkte haben sie gut gemacht, für mich trotzdem nicht überzeugend. Ich habe anscheinend leicht recht behalten, dass der leichte Vorteil bei ihnen war und somit 1:0 geht für mich in Ordnung. Ja, jetzt sehen wir jetzt nochmal kurz den Torschützen Kusjaev. War wahrscheinlich jetzt der Man of the Match für die Russen, dass sie weiterkommen ins Viertelfinale. Und ja, dann war das diese erste Achtelfinalpartie, war ziemlich interessant anzusehen. Und wir kommen jetzt schon direkt zur nächsten Partie und die heißt Italien gegen Nordirland Mit unserem Lieblingsstürmer, mit unserem Lieblingsstürmer McGoldrick. so ist es. Oder ist der? Nein, der ist doch bei Irland. Ist der bei Irland? Ich habe es letztes Mal schon nicht gewusst. dass das, was Nordirland du und bist. Irland, das kann man schon vertauschen. Na, schauen wir mal, ob es stimmt oder nicht. Wer glaubst du wird gewinnen? Wer hat die Nase vorn? Hier sollte man meinen, dass die Rollen eigentlich klar verteilt sind. In einer K.O.-Phase kann prinzipiell alles passieren. Ich glaube trotzdem, die Italiener kommen hier weiter. Ja, dann starten wir rein. Ja, Italien, Nordirland. Ziemlich interessante Achtelfinalpaarung. Nordirland jetzt nicht so wirklich geplant gewesen für ein Achtelfinale.
Also haben wir nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Italien mit dem klassischen 4-3-3 mit Ja. den Flügelspielern. Ja, Also die spielen ziemlich offensiv, auf jeden Fall. gut so. Verratti, Jorginho, Barella in der Mitte. Wahnsinnsdreier im Mittelfeld. Und dann- Insigne, Bernardeschi, Immobilier. Insigne mit der Schnelligkeit über den Flügel Ja. kann sicher ausschlaggebend auch sein für diese Partie. Absolut, absolut. Ja, und dann kommen wir zu den Nordiren. 4-1-4-1. Auch ziemlich interessant aufgestellt. Sehr defensiv. Ich glaube, dass sich das eher dann in eine Fünferkette umwandeln wird, weil die Italiener wahrscheinlich von Anfang an anpressen werden. Wahrscheinlich, ja. Und McGoldrick ist in Irland. Gut, passt, was- haben wir das auch das wir geklärt. geklärt haben. Ah, und Italien fängt gleich direkt an. In der 7. Spielminute. Die wollen es gleich mal wissen von Anfang an. Insigne in die Mitte auf Immobile, kriegt den aber nicht. Jetzt kommt Nordirland. Davis. Ja. Ja, die kommt, Sehr weit. Ja, die kommt nicht mehr an. Wieso ist der Spieler dort nicht mehr hingelaufen? Das hat Man kurzzeitig weiß es so nicht. ausgesehen, ja. Eckball Italien. Gut gehalten, Nachschuss vielleicht. Oh, noch das von kann er Insigne. Insigne, das kann er, wie wir wissen. Er hat schon ein oder anderes Traumtor Sehr gute bei, Chance auf alle Fälle. bei Napoli, direkte verwandelte Ecke, also Ja. Volley abgenommen, das kann er. Das liegt ihm, wie man auch hier wieder sieht. Ja, wieder Italien, über Immobile jetzt da mit dem Schuss vielleicht. Nein, er legt nochmal auf Verratti. Der muss eigentlich drin sein. Da merkt man, dass Verratti kein Stürmer ist, sondern ein Abräumer. Aber den kann man schon machen. Etwas platzierter rechts unten ins Eck, Ja. Schlenzen, wie man so schön sagt. Richtig. Aber es gibt gleich die Ecke drauf. Für Italien. Und gut verteidigt, aber Italien kommt nochmal wieder mit einem Und Weinschuss. wieder ein Volley-Schuss. Die haben es halt mit dem Haben's Distanzschüssen auf alle Fälle. Die Italiener. Ja, da hätte er nochmal reinlegen können auf Insigne, den man da in der Mitte sieht, alleine stehend. Aber jetzt kommt Nordirland. Nach vorne auf Davis und Ein dann erstes Roma. Schüsschen. Und wieder Italien. Also Italien macht momentan das Spiel. In der ersten Wie es Hälfte. zu erwarten war, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit bis zum Kommt 1-0 vielleicht Barella, jetzt. der war schön abgelegt und Florenz Da macht ist das es, 1:0 da für ist es, Italien. da ist Sehr schön herausgespielt von den Italienern. Ja, Frage der Zeit. Favorit geht 1-0 in Führung. Folgerichtig. Italien hat die Gruppe ja dominiert mit 5 Punkten. Anfangs ein 0:0 gegen die Türkei Ja, da hat und man- dann gut gepunktet noch. Und die Nordiren sind Zweiter geworden in der Österreich-Gruppe mit nur 4 Punkten. Mhm. Aber jetzt kommt Nordirland nochmal nach vorne. Nächste gute Chance, kurz vor der Pause. Und jetzt sind wir schon in der zweiten Halbzeit. Genau, die das Iren spielt Nordirland. wollen sich nicht geschlagen geben. Die wollen diesen Ausgleich auf alle Fälle. Gefällt mir. Donnarumma und der ist jetzt drinnen. Sehr Ausgleich. stark, sehr stark. Die Von erste Parade Nordirland. war von Donnarumma noch Weltklasse. Super Reflex. Und dann Da springt, verhalten sie sich zurecht. Das ganze Stadion bebt. jetzt sehen wir nochmal jetzt die Flanke, gut abgewehrt Gut und gemacht, dann ja. kommt der Ball nochmal, gut aufgepasst vom Stürmer von Nordirland. Hätte aber auch McGoldrick sein können, wie er dort steht mit seinem Kopf. Kann Donnarumma auch dann nichts mehr machen bei diesem Kopfball, beim zweiten. Nein, keine Chance mehr. Wie gesagt, das ist schon überhaupt herausragend, wie er den ersten hält. Josh McGuinness. Ja, der macht den Ausgleich hier. Spannend, Das wird spannend. nochmal 57. das Minute. Achtelfinale, Ja. Schauen wir weiter. Und wieder Nordirland. Die wollen jetzt noch gewinnen hier. Schöner Pass und der Traumhaft. muss drin sein. So schön in die Lücke gespielt. Ganz allein vor dem Tor stehend, den muss er machen. Schöner Lochpass, wirklich sehr, sehr schön Ja, gespielt. sehr mittig geschossen. Wieder. Das sehen wir heute nicht zum ersten Mal. Ja, gleich die Ecke hinten nach. Donnarumma passt auf. In Tor. Und Wieder die nochmal Nordiren. Die gesamte zweite Hälfte, Halbzeit Ja, nur spielt Nordirland, nur Italien Nordirland. hat schon defensiv umgestellt wahrscheinlich, wie man es von den Mhm. Italienern kennt. Catenaccio-Fußball. Wir sind in der Nachspielzeit. Nordirland mit der nächsten Flanke. Wird nichts draus. Einen Angriff vielleicht jetzt noch. Oder geht es dann in die Verlängerung? Wir werden Das gleich riecht erfahren. nach Verlängerung hier. Jetzt nochmal den Pass. Flanke, der letzte Chance. Die letzte Chance. Boah. Nein, aus. Bonucci Verlängerung gerade gibt noch, es ja. hier heute. Sehr überraschend für mich. Wir sehen die erste Verlängerung jetzt in dieser Europameisterschaft. Gott sei Dank wenigstens kein 0:0, wenigstens haben wir 2 Tore gesehen. 1:1 einmal. Sehr attraktives Spiel bis dato. Ich bin von den Nordiren wirklich positiv überrascht. Schauen wir weiter, ob Nordirland das jetzt Weiter geht's. Ob das weitergeht. Nordirland spielt natürlich wieder weiter nach Schönes vorne. Fehlschall. Schön Schöner Pass. gesehen. Evans, der Innenverteidiger da vorne.
Den Pass auf Ja, McGuinness. Nordirland bleibt immer weiter vorne. Und nächste Schussgelegenheit für Nordirland. Jetzt wäre es schon lange verdient, der Treffer. Ja, du sagst es Und es nochmal. spielt wieder Nordirland. Wir sind schon in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte der Verlängerung. Das heißt, sonst ist hier nicht viel passiert. Es Nein. geht tatsächlich ins Elfmeterschießen. Elfmeterschießen, jetzt könnte es interessant werden. Wo waren die Italiener in der Nachspielzeit? Wir Man haben weiß es keine nicht. Chance Gesehen gesehen. hat man nicht viel von den Italienern auf alle Fälle. Oder gar nichts. Keine Chance. Wer kann sich im Elfmeterschießen durchsetzen, glaubst du? Naja gut, jetzt haben wir Donnarumma auf der einen Seite, der zwar noch nicht die Erfahrung auf der ganz großen Bühne, also wo ich jetzt Champions League und so weiter als dazuzähle hat, aber trotzdem Der erste geht gleich mal weit drüber. Nordirland schießt Auch drüber. Also tormannseitig Vorteile eindeutig bei Donnarumma, aber die Nervosität ist anscheinend sehr groß. Bei beiden auf alle Fälle. Und das ist der vierte, der nicht hineingeht. Also sehr, sehr interessant. Jetzt kommt Florenzi, der Torschütze, den macht er auch nicht. Nordirland jetzt. Und dann Okay. Eieiei, was passiert denn da? 6 verschossene Elfmeter, jetzt vielleicht Italien mit dem ersten. Wahnsinn, Halleluja. da ist es, Halleluja, da ist 1:0. Jetzt muss Nordirland natürlich treffen, ganz klar. Und den macht er. Das Ganz tun sie. eiskalt. Jetzt Der- funktioniert es. Der Knoten ist offen. Und jetzt Italien mit dem zweiten. Ja, schön platziert ins linke. Wahnsinn, 2:1, jetzt stehen Jetzt die der Nordiren unter entscheidende. Druck. Kann Donnarumma zum Held werden? Donnarumma der Held, verschießt Nordirland noch einen. Oder geht's weiter mit dem Elfmeterschießen? Sehen wir jetzt der Schuss und Donnarumma haltet den Stark, sehr Donnarumma, stark. das ist die Entscheidung. Und Italien steht im Viertelfinale. Ja, na gut, also der ausschlaggebende Punkt war ja dann am Ende, sagen wir Donnarumma und nicht die 6 verschossenen Elfmeter zuvor. Ganz, ganz richtig auf alle Fälle. Ja, ziemlich spektakulär, schon jetzt mal im zweiten Achtelfinale. Auf jeden Fall was zum Schmunzeln dabei, wie man merkt, wenn so viele Elfmeter verschossen werden, fragt man sich dann Richtig. doch. Ja. Ja. Nordirland natürlich besser gespielt die Partie über, also in der zweiten Hälfte nicht von Italien zu sehen. Mehr die Nordiren nach vorne. Aber das Elfmeterschießen entscheidet dann doch eher für Italien. Ja, jetzt bin ich dann fies und sage ich, auch das kennt man von den Italienern. Früher hat man das nicht so gerne gesehen. Sie waren, wie du vorher schon gesagt hast, dafür bekannt, Richtig. dass sie sich hinten reinstellen, vorne Richtig. eins machen, hinten dicht abriegeln. Es ist aber von Erfolg gekrönt, dafür kennt man die Italiener, deswegen gibt es daran nichts auszusetzen, verdient weiter. Ja, das war's mit den Achtelfinalpartien des heutigen Spieltags. Wir werden noch jetzt kurz Herbert Boraska nochmal bitten für eine Analyse dieser 2 Achtelfinalpartien. Ja, wir sind wieder im Prohaska-Studio. Wir haben heute die ersten 2 Spiele im Achtelfinale gesehen, zwischen der Schweiz und Russland und Italien-Nordirland. Ja, was ist das Resümee? Schweiz-Russland war eigentlich eine sehr ausgeglichene Partie, wo es eigentlich hin und her gegangen ist. Eine Riesenchance für die Schweizer durch Seferovic. Hätte fast, würde ich sagen, die Führung sein müssen für die Schweizer. Ja, und zum Schluss hat sie dann eben, wie so oft, es gerecht, dass man die Chancen vergeben hat. Und die Russen haben dann, glaube ich, 7 Minuten vor Schluss das 1:0 fixiert, was dann letztlich zum Sieg gereicht hat. Nachdem es wirklich so eine 50-50 Partie war, würde ich sagen, vielleicht um einen Tick glücklicher für die Russen, aber in Ordnung, sie sind trotzdem verdient im Viertelfinale. Im zweiten Spiel Italien-Nordirland, gebe ich zu, habe ich natürlich ein bisschen für die Italiener gedrückt, weil ich ja dort auch ein paar Jahre gelebt habe. Letztlich war es auch dort eine enge Geschichte, ist ins Elfmeterschießen gegangen und dann würde ich sagen, beide Trainer waren sicher im Elfmeterschießen Herzinfarkt gefährdet, denn man hat eigentlich geglaubt, es wird schon gar kein Elfmeter mehr reingehen und die Italiener haben dann allerdings das Glück gehabt, dass sie 2 Elfmeter untergebracht haben und Donnarumma den letzten von den Nordiren großartig pariert hat. Deswegen vielleicht typisch für die Italiener mit einem Unentschieden und Elfmeterschießen weitergekommen, aber nicht unverdient. Das war's von mir und ich gebe wieder zurück ins Soccer Coin TV Studio. Ja, vielen Dank, Herbert, für deine Analyse der Achtelfinalpartien. Es war auf alle Fälle ein spannender Spieltag heute, interessanter und lustiger Spieltag mit den Elfmetern. Auf jeden Fall. Ziemlich spektakulär. Ich darf mich von dir jetzt heute verabschieden.
Es war, wie gesagt, lustig mit dir wieder zu analysieren. Hat mich sehr Und wir gefreut. sehen uns beim nächsten Achtelfinale wieder. Bis dahin und einen schönen Abend. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns am nächsten Spieltag wieder.